Hallo, ich bin Xenia. Hallo, ich bin Jeremias. Xenia, du bist Gründerin von QuantX. Womit beschäftigt sich das Unternehmen? QuantX steht natürlich dafür, dass ich mich mit dem Thema Quantentechnologien beschäftige, oder wir uns, muss ich jetzt mittlerweile sagen. Und zwar eben auf zwei Gleisen. Einmal was eben Sicherheit angeht, Postquantensicherheit, Quantensicherheit. Und auf der anderen Seite, wie man effizient Probleme lösen kann mit Quantenrechnern. Da fließt einfach alles ein, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Informationssicherheit, Coding, Mathematik. Algorithmen für Kryptographie gibt es ja schon lange. Wieso werden gerade neue entwickelt? Klassische Kryptographie, die wird in digitalen Kommunikationsmedien angewandt seit gut 40 Jahren. Diese Algorithmen werden mit der Entwicklung von Quantencomputern unsicher werden, weil ein Quantencomputer so ein Datenset, was klassisch verschlüsselt ist, einfach mal mit relativ wenig Aufwand dann entschlüsseln kann. Deswegen brauchen wir jetzt neue Algorithmen, die eben resistent sind gegen solche Angriffe von Quantencomputern. Wie funktionieren diese Postquantenalgorithmen? Postquantenkryptographie beruht grundsätzlich auf mathematischen Problemen. Das sind mathematische Probleme, die mit Quantenrechnern nicht effizient gelöst werden können. Aktuell gibt es wirklich viele verschiedene mathematische Bereiche, die Lösungen bieten. Und es sind auch Standardisierungsprozesse für solche Algorithmen am Laufen. Quantencomputer befinden sich ja noch in der Entwicklung. Also brauchen wir diese Algorithmen auch erst später? Postquantenkryptographie ist trotzdem auch schon jetzt relevant, weil Datensammler schon jetzt verschlüsselte Daten abziehen, in riesen Datenzentren speichern und nur darauf warten, dass sie halt mit genügend starken Technologien diese Daten entschlüsseln können, wenn es dann soweit ist. Sind Quantenkryptographie und Postquantenkryptographie das Gleiche? Quantenkryptographie ist nochmal ein anderes Thema als Postquantenkryptographie. Und zwar geht es bei der Quantenkryptographie darum, wirklich physikalische, quantenmechanische Prinzipien zu nutzen, um Daten sicher zu übertragen. Mit Quantenkryptographie können wir sicher Nachrichten übertragen. Ist dann Postquantenkryptographie noch notwendig? Wir werden dennoch auch für Quantenkryptographie, wenn wir so eine Art dynamisches Quanteninternet aufbauen wollen, Postquantenkryptographie brauchen, um die Nachrichtenteilnehmer zu authentifizieren. Kommunikationspartner-Authentifizierung ist sehr wichtig in der Kryptographie, weil man sonst immer einen sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff starten kann. Das heißt, in der Mitte würde jemand sitzen, der verschlüsselte Daten abfängt, entschlüsselt und dann weitersendet mit einem neuen Schlüssel, und beide Seiten wissen nicht, dass der dazwischen sitzt, weil sich alle nicht gegeneinander ausweisen mussten. Und dieses Gegeneinander ausweisen ist wiederum ein eigener kryptografischer Prozess, und dafür braucht man dann die Postquantenkryptographie. Gibt es solche Quantennetze heute schon? Quantenkommunikationsnetze gibt es schon lange auf der ganzen Welt verteilt. Beispiel ist Tokio. Da gibt's ein Quantennetzwerk, dann gibt's eins in der Schweiz, in Genf, wird von der Regierung genutzt. Dann DARPA, also Militär halt, Staaten. Und China hat einen riesen Quantenkommunikationschannel zwischen den großen Städten, der ausschließlich für Banken und staatliche Einrichtungen verfügbar ist. Was Europa und auch jetzt viele andere Kontinente aufbauen wollen, sind halt wirklich sogenannten Quanteninternet. Dort haben wir halt dann das Problem, dass es mit statischen Schlüsseln bei der Authentifizierung nicht mehr reicht. Dynamische Authentifizierung von verschlüsselten Verbindungen läuft immer über asymmetrische Kryptographie. Und asymmetrische Kryptographie wird halt eben dann durch die Postquantenkrypto geboten. Ihr arbeitet auch an Quantenalgorithmen. Was wäre da ein Beispiel? Über das letzte Jahr habe ich da meistens an so Bioinformatik-Algorithmen gearbeitet. Das heißt, dass ich da sozusagen Funktionen geschrieben habe, unter anderem mit Hilfe von Tutorials aus dem Internet und gewissen, sag ich jetzt mal,
Beschreibungen dazu, was es da für Funktionen noch gibt. Von den Begriffen her ein bisschen schwierig sozusagen zu erklären, aber insgesamt geht es halt darum, dass man einfach DNA analysiert. Wenn man jetzt als Beispiel, ein Stück DNA hat und man möchte herausfinden, zu welchem Organismus das gehört, muss man ja zum Beispiel DNA abgleichen. Und dafür gibt es auch Programme, die dann sozusagen das mithilfe von Textdateien abgleichen, um zu sehen, zu welchem Organismus das gehören könnte. Das ist so ein Beispiel, wo man das nutzen kann. Letztendlich, was ich im Endeffekt mache, ist halt sozusagen solche Funktionen aus dem Internet raussuchen, die aufschreiben und dann die Erklärung dazu schreiben, damit andere Leute aus dem Team das nachvollziehen können. Wow, das klingt ganz schön kompliziert. Ja, klar. Also die Herausforderung dabei ist natürlich meistens, dass ich vor allem als Schüler natürlich nicht so diese fachliche Expertise habe, die da vielleicht nötig wäre, um das wirklich vollständig zu verstehen. Gerade wenn ich irgendwie so Bioinformatik was mache. Ich weiß ja jetzt ja nicht unbedingt, wie genau so ein Sequenzierer funktioniert. Das ist ja so eine Maschine, die sozusagen so eine DNA abliest. Ich habe dann jetzt letztendlich natürlich so ein Tutorial da speziell von gesehen und weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber ich bin trotzdem ja kein Biologe, weshalb ich da sicherlich einige Sachen habe, die ich nicht direkt selber erklären oder nachvollziehen kann. Aber ich finde gerade, das ist auch etwas, was das relativ interessant macht, sich damit zu befassen, weil das sind Dinge, die ich in der Schule nicht wirklich in Angriff nehme und das dann sozusagen außerhalb der Schule zu lernen, macht einfach besonders viel Spaß. Warum sollten sich gerade junge Menschen mit Quantentechnologien beschäftigen? Also ich finde Quantentechnologien im Allgemeinen, sei es jetzt Quantenkommunikation, Quantenkryptographie, was dann zusammengehört, oder Quantum Computing, das ist einfach eine Technologie der Zukunft und egal wie tief man eintaucht, es ist gut, sich schon mal damit zu befassen, damit wir irgendwann auch ein Grundverständnis haben für die Technologien, die mit unser Leben prägen. Und gerade bei Quantentechnologien im Allgemeinen erwartet man wirklich, dass es gesellschaftsverändernd wirken wird. Also ich finde, spannender ist es gerade, weil es eben sozusagen so eine moderne Technologie ist. Es geht ja oftmals um neuere Dinge und daher ist da auch immer ein bisschen Innovation und eben Kreativität dabei. Und ich denke, gerade das sind ja Sachen, die viele junge Leute auch anstreben in ihren Jobs. Es ist auch natürlich nicht einfach. Es gibt da viele schwierige Themen, viele komplizierte Dinge, die man da vielleicht auch nicht anfangs direkt verstehen wird. Ich finde, gerade so etwas kann besonders interessant sein. Wir verstehen alle noch nicht alles voll und nur zusammen im Austausch verstehen wir immer mehr. Und jeder, der Lust aufs Thema hat und beitragen möchte, liefert in der Regel was zum großen Verständnis.